Ja, ich werde oft gefragt, was ist denn deiner Meinung nach das bessere Investment, Aktien oder Immobilien? Muss ich sagen, daran scheiden sich ja oft die Geister. Ich habe da eine ganz klare Meinung zu. Meiner Meinung nach sind Aktien deutlich renditestärker. Das heißt, ich bin jetzt in diesem Themengebiet auch nicht ganz neutral unterwegs, möchte aber trotzdem einfach mal kurz darstellen, warum ich glaube, dass Aktien die besseren Investments sind im Vergleich zu Immobilien. Ja, sind wir mal beim ersten Punkt. Aktien machen zwar auch einen gewissen Aufwand, man muss sein Portfolio checken, muss das betreuen, aber sie verursachen keine Arbeit. Wenn ich jetzt eine Wohnung vermiete, dann macht das de facto Arbeit. Selbst wenn ich das abwälze, teilweise auf einen Makler oder auf eine Hausverwaltung, einen Mieter reinzubekommen, einen Mieter da drin zu halten, verursacht einfach einen Zeitaufwand und echten Aufwand, den mir auch so keiner direkt vergütet. Nächstes Thema ist der Verkauf. Der Aktienverkauf ist meiner Meinung nach leichter, weil es immer einen Markt gibt. Wenn ich jetzt eine Amazon-Aktie habe oder auch eine Allianz oder whatsoever, ja, es gibt die Market Maker, ich kann diese Aktie tagtäglich verkaufen. Wenn ich eine Immobilie habe, muss ich erstmal einen Käufer finden und bekomme auch nur den Preis, den der Käufer bereit ist zu zahlen, unabhängig jetzt mal vom tatsächlichen Wert der Immobilie. Dann wichtiges Thema, die Zuwächse sind breit und langfristig gesehen mit Aktien einfach höher. Ich habe mir das genau angeschaut, bis zurückgehend ins Jahr, ich glaube 1880 oder 1890. Klar, es gibt Leute, die finden zum richtigen Zeitpunkt in genau der richtigen Stadt die Top-Immobilie, die eine starke Rendite aufweist, vielleicht sogar eine stärkere Rendite als Aktien. Aber wenn wir es uns mal breit gefächert anschauen, bringen Aktien einfach langfristig und durch die Bank weg höhere Renditen, zumindest wenn wir uns jetzt hier den Markt in Deutschland anschauen. Das ist nicht von mir erfunden, das ist einfach ein Fakt, den man einfach so akzeptieren muss. Die Risikostreuung ist bei Aktien auch einfacher. Ich kann verschiedene Aktien schon ab 10, 20 Euro kaufen und mir auch so mit überschaubarem Kapital ja eben mein Geld auf viele verschiedene Unternehmen verteilen, während das bei einer Immobilie schwieriger ist. Selbst wenn ich sage, ich kaufe mir nur eine kleine Wohnung, um die dann zu vermieten, habe ich in der Regel wahrscheinlich nicht das Geld, um direkt 3 oder 5 Immobilien zu kaufen. Das heißt, gerade am Anfang hat man da ein hohes Klumpenrisiko, was meiner Meinung nach auch wieder eher für die Aktie spricht. Und ein ganz wichtiges Thema, was mir am Herzen liegt, wir befinden uns hier in Deutschland, deshalb geht es um Aktien- und Immobilieninvests in Deutschland. Die Erwerbskosten von Aktien sind einfach viel, viel niedriger. Wenn ich mir für 1.000 Euro oder selbst für 10.000 Euro irgendeine Aktie kaufe, dann habe ich Gebühren, die sich irgendwo zwischen 5 und 50 Euro bewegen. Bei einer Immobilie habe ich Nebenkosten, für die ich nichts bekomme in ganz erheblicher Höhe. Die liegen irgendwo bei 6, 7, 8 bis hoch zu 12, 13, 14, 15%. Wenn wir uns das mal hochrechnen, bei einer Immobilie, die 100 oder 200.000 Euro kosten, sind das ganz erhebliche Gebühren, meiner Meinung nach auch teils überhaupt nicht gerechtfertigte Gebühren. Und das ist schon so ein Grund, wo ich sagen würde, diese ganzen Gebühren dann wieder über die Rendite rauszuholen, ist schon eine Herausforderung an sich. Deshalb ist meine Meinung einfach ganz klar für Aktien aus meiner Meinung nach die deutlich bessere Wahl.